nicht abfinden. Das ist entscheidend und das müssen auch alle, die jetzt diesen Krieg vorantreiben, immer wissen. Wir haben uns hier unterhalten, nicht nur über den Krieg und wie wir gemeinsam zusammenstehen, auch um die Menschen in der Ukraine zu beschützen mit den Möglichkeiten, die wir haben, sondern auch über die langfristige Entwicklung unserer Welt. Da spielt für unsere beiden Länder die Klimapolitik eine ganz, ganz zentrale Rolle. Sie ist auch wichtig und zentral, wenn es um die Prioritäten der deutschen G7-Präsidentschaft geht, wo Kanada und wir als gleichgesinnte Partner Seite an Seite agieren. Was wir gerne wollen, ist, dass das Glasgow Climate, dass der Glasgow Climate Pact umgesetzt wird. Und wir wollen auch alles dafür tun, dass die Weltgemeinschaft zusammenarbeitet. Deshalb treiben wir das Projekt eines internationalen Klimaclubs voran, in dem Länder, die auf unterschiedliche Weise vorangehen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und eine CO2-neutrale Welt zu schaffen, und die zusammenarbeiten, trotz der unterschiedlichen Wege. Ich bin sehr dankbar, dass Kanada, dass du, Justin, dabei ein enger Bündnispartner bist, damit wir diese Dinge voranbringen können. Es geht ja darum, dass wir mit diesem Klimaclub auch die Harmonisierung unserer Bemühungen hinkriegen. Auch in der Frage von CO2-Bepreisung spielt das eine große Rolle. Deshalb bin ich auch dir sehr dankbar für deine CO2-Bepreisungsinitiative. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorschlag, den du in Glasgow vorgestellt hast, und wir jedenfalls werden das unterstützen. Natürlich stellt sich die Frage, wie kriegen wir unsere ehrgeizigen klimapolitischen Ziele umgesetzt? Nochmal zur Erinnerung, Deutschland will schon bis zum Jahre 2045, das ist in knapp 25 Jahren, klimaneutral wirtschaften. Als eines der erfolgreichsten Industrieländer der Welt ist das eine große Herausforderung. Es geht um das Heizen, es geht um Mobilität, aber es geht eben auch um die industriellen Prozesse, die den größten Teil des Energieverbrauchs in unseren Ländern ausmachen und die wir deshalb auch entsprechend umstellen müssen. Und da sind wir uns einig, dass es wichtig ist, dass wir diesen Weg gehen, indem wir setzen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf Windkraft, Offshore und Onshore. Kanada hat dann noch andere Möglichkeiten mit Wasserkraft, dass wir die Solarenergie fördern, unsere Netze stärken und dass wir eng zusammenarbeiten bei der Nutzung von Wasserstoff. Für uns ist wichtig, dass wir in dieser Frage eine enge Kooperation auf den Weg bringen. Und genau das haben wir uns miteinander vorgenommen, dass wir alles dafür tun, dass für die wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer Länder Wasserstoff, den wir gerne auch aus Kanada beziehen wollen, eine zentrale Rolle spielt. Und wir werden dabei auch die Frage der Rohstoffe mit in den Blick nehmen, denn auch bei uns geht es jetzt darum, zu diversifizieren, woher wir die wichtigen Rohstoffe für unsere Industrie bekommen. Und dabei geht es natürlich auch um die Diversifizierung in den Fragen, die für uns wichtig sind, wenn es jetzt um Gasimporte geht nach Deutschland. Da brauchen wir mehr Alternativen. Gut, dass diese auch gleichzeitig die Struktur sein können, in der wir langfristig eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen können. So ist das in Deutschland geplant. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, auch der Weg, den Kanada geht. Ich bin also sehr froh, dass wir unsere vielen Begegnungen um eine weitere ergänzen können, die ja auch schon angefangen haben, lange bevor ich Bundeskanzler geworden bin, und dass wir sie fortsetzen können, unsere Bemühungen für eine Welt, die besser zusammenhält, die sozialer ist, gerechter ist, die aber gleichzeitig auch in der Lage ist, die große Aufgabe des menschengemachten Klimawandels zu lösen. Und jetzt, ganz aktuell, geht es natürlich um den Frieden. Das haben die Menschen verdient, die jetzt unter den Bomben leiden und die wir schützen müssen. Justin. Thank you. Justin, you have the floor. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Thank you, Chancellor Scholz, for welcoming us so warmly. But thank you also, right off the top, for your tremendous leadership in a difficult time, whether it has been being incredibly strong on sanctions and punitive actions towards Vladimir Putin and the Kremlin for their absolutely abhorrent behavior, or whether it's with your support for Ukraine. It has been a joy to work with you these past many weeks on making sure that we are responding strongly to this threat, not just to friends, but to the very fabric of our democracies.
I am very happy to be joined here today by our Deputy Prime Minister, Chrystia Freeland, and by our Minister of Foreign Affairs, Minister Mélanie Joly. And the meetings that we had and the lunch we just had was extremely beneficial and effective. Canada and Germany stand together against Putin's invasion. He represents a threat to democracy, to security, and to peace in Europe and around the world. This morning I spoke with President Zelensky and highlighted once again the strength and determination of the Ukrainian people and told him that Canada will soon be sending highly specialized equipment to them and invited him to address Parliament in Canada, and he accepted. Le Canada et l'Allemagne collaborent de près pour soutenir le peuple ukrainien et son gouvernement. On a fait des envois d'équipements militaires, on est en train de renforcer l'OTAN, on envoie de l'aide humanitaire, on a mis en place des sanctions extrêmement sévères pour punir Poutine, les oligarques et les complices. Aujourd'hui, j'annonce un 50 millions de dollars additionnels pour envoyer des équipements militaires en Ukraine. Today, I can announce an additional $50 million worth of equipment that we will be sending towards Ukraine to help out. But more than just the challenge in Ukraine, there's a larger challenge around protecting and standing up for our democracies, both internally and externally, and that means fighting disinformation. We need to work together to defend and strengthen democracy for everyone in our countries. So today I can announce that Canada is renewing the G7 Rapid Response Mechanism. The RRM was first introduced at the G7 in Charlevoix that we hosted 4 years ago to strengthen coordination between countries submitted to influence and disinformation from foreign actors. It responds to threats from people who want to undermine our democracies, including through disinformation. In addition, $3 million will be provided to tackle Russian disinformation about Ukraine specifically. We need to stand up for truth and be vigilant against disinformation that tries to mislead us and more tries to divide us. La crise en Ukraine démontre l'importance de la sécurité énergétique et de l'accélération de la transition verte. Chancelier Scholz et moi avons parlé de ce qu'on fait pour établir des liens entre entreprises et investisseurs canadiens et allemands, entre autres pour l'hydrogène. On a aussi parlé de minéraux essentiels utilisés dans la technologie des batteries, des technologies avancées. On a souligné l'importance d'avoir des chaînes d'approvisionnement sûres et résilientes entre amis. Canada and Germany are aligned in our ambitious goals to reach net zero. We know that building a clean economy has the potential to expand trade, to grow the economy, and create good middle-class jobs and careers on both sides of the Atlantic. So we're working with Germany to expand the adoption of carbon pricing around the world. I'm pleased to join Chancellor Scholz's G7 Climate Club proposal, because this is about building a safe, healthy future for our kids and grandkids, both with cleaner air and better opportunities for them to succeed. Demain, je serai en Pologne pour discuter de la situation de la crise des réfugiés qui s'aggrave. Of course, Canada will continue to work with partners in Europe to defend democracy, to support Ukraine, and to build a safe and prosperous future for everyone. Thank you for everything, Olaf. Thank you very much. We have time for 4 questions. The first question goes to Abigail. Abigail Beeman, Global News. Prime Minister Trudeau, you referenced your conversation with President Zelensky this morning, and you promised to send more specialized equipment. We're hearing there are some challenges getting some of that Canadian aid across the border into Ukraine. What can you say about that, and when will the entirety of the lethal and non-lethal aid promised by Canada reach the people who need it? And if you could answer in English and French, please. We have obtained a number of specialized equipment, including cameras used in drones that a Canadian company makes, that we will be able to start sending in the coming days towards Ukraine. As you well know, there are challenges at the borders in terms of getting equipment securely across and into Ukrainian hands, but we are working through that with partners alongside all allies who are facing the
logistical challenges that are real but not insurmountable. We will continue to deliver more and more aid as it's needed and as the opportunities come up to do just that. Nous avons obtenu des caméras produites au Canada qui vont pouvoir aider les Ukrainiens sur les drones dans leur défense de leur pays. Nous sommes là pour aider, on va les envoyer dans les jours à venir et on espère continuer de pouvoir envoyer de l'équipement et de l'aide malgré les défis à la frontière qu'on voit tous. On est tous en train de s'assurer qu'on envoie toute l'aide nécessaire possible aux Ukrainiens dans ce moment. In this difficult moment. Herr Scholz, Herr Trudeau, ist aus Ihrer Sicht eine Lieferung von MiG-Kampfflugzeugen aus Polen an die Ukraine jetzt endgültig schon vom Tisch wie dem Nein der USA? Und Herr Scholz, wäre Deutschland grundsätzlich bereit, sowas zuzulassen oder fürchten Sie, dass Deutschland zum Beispiel durch eine Nutzung von Rammstein zu sehr in den militärischen Konflikt reingezogen würde? Wir haben Unterstützung organisiert. Sie wissen, geht es um finanzielle Hilfen, die wir schon viele Jahre auf den Weg gebracht haben, um die Resilienz der Wirtschaft der Ukraine zu stärken. Das haben wir jetzt in der Krise auch weiter fortgeführt. Es gibt große finanzielle Unterstützung. Wir haben humanitäre Leistungen auf den Weg gebracht. Wir haben auch alle möglichen Ausrüstungsgüter zur Verfügung gestellt und wie Sie wissen auch einzelne Waffen, über die wir informiert haben. Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. We have to consider carefully and very carefully what we deliver, and fighter airplanes are not amongst the goods we will deliver, or weapons we intend to deliver. We will continue to send equipment and weapons as needed, as we have in Canada. We will continue to be aligned with our partners. We all have to be careful about not further expanding or escalating. We want to de-escalate the conflict. We want to see an end to this conflict. We will be there to support Ukrainians in every way that we can, but we need to be mindful of the best way to support them. Third question goes to Brian Blatt from Bloomberg. Hi, this is a question for both of you on energy policy. We know that right now Germany is still reliant on Russian oil and gas and will need oil and gas for many years. We also know Canada has a lot of oil and gas, but doesn't have an easy way to get it to Europe, doesn't have the infrastructure. Is this something you talked about today? Is there any kind of energy partnership possible between your countries? And specifically, is there anything you would like to see happen in the short term or the long term to help Canadian energy replace Russian energy? And Prime Minister, if you could answer in English and French as well, please. We actually had long conversations about that this morning. Obviously, Canada has a very strong energy sector with thousands of good Canadian jobs working hard, even as we look very ambitiously towards transitioning towards net zero. We know there is a continued need for oil and gas that has been heightened because of the conflict with Russia. We also talked about ways where we can partner not just in the short and medium term on energy supplies, but also staying focused every step of the way on that transition towards renewables, towards hydrogen, towards cleaner sources of energy, which is something that Canadians are committed to, something that Germans are committed to, something that all of us need to do. We will keep working on this together. There's lots of opportunities for partnership around that. Nous savons que oui, le Canada a des ressources en énergie fossile. Nous sommes là pour aider dans le besoin. On a une industrie avec de très bons emplois au Canada qui sont non seulement en train de travailler dans les énergies traditionnelles, mais en train d'innover pour développer les solutions de l'avenir. C'est pas des solutions pour demain, mais c'est des solutions pour le moyen terme où on va pouvoir travailler ensemble pour développer une piste robuste vers la décarbonisation de nos économies, sachant que la situation avec la Russie rend ça et à la fois plus compliqué, mais aussi encore plus motivant de faire ce virage vers encore.
Kanada und Deutschland verfolgen die gleichen Ziele, wenn es darum geht, eine klimafreundliche Industrie zu erreichen. Und beide Länder sind sehr, sehr ehrgeizig. Wir sind erfolgreiche Wirtschaftsnationen, die auch intensiv am globalen Handel teilnehmen. Und trotzdem sind wir uns sehr klar darüber, dass wir auch eine Aufgabe haben, die weit über uns selber hinausreicht. Denn die Techniken, die Lösungen, die wir entwickeln, sind, wenn sie global wettbewerbsfähig sind, zugleich auch Techniken und Lösungen, die in vielen anderen Ländern der Welt dann später eingesetzt werden können, weil wir gezeigt haben, dass es geht und weil wir die Möglichkeiten herausgefunden haben, die man nutzen kann. Das gilt insbesondere für die Nutzung von Wasserstoff, denn wenn wir in kürzester Zeit, Deutschland, ich habe schon gesagt, bis 2045 CO2-neutral wirtschaften, wenn wir in kürzester Zeit das erreichen wollen, dann werden wir dazu erhebliche zusätzliche Mengen an Elektrizität brauchen, die wir offshore, onshore mit Solarenergie und mit unserem starken Stromnetz erzeugen, aber wir werden eben auch in großem Maßstab Wasserstoff nötigen, das ein Teil der heute genutzten fossilen Ressourcen ersetzt. Dieser Wasserstoff wird in Deutschland produziert werden, aber wahrscheinlich überwiegend aus anderen Ländern importiert werden. Und das ist der eine Anknüpfungspunkt für eine sehr intensive strategische Zusammenarbeit zwischen Kanada und Deutschland, weil wir genau verstehen, dass Kanada ein Land ist, das uns helfen kann bei dem Import von Wasserstoff, der dann auch klimafreundlich in Kanada produziert wird. Im Übrigen gilt das nicht nur für Wasserstoff, sondern auch für viele Rohstoffe, die wir jeden Tag für Industrie brauchen, auch jetzt jeden Tag. Und natürlich ist es naheliegend, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die mittel- und kurzfristigen Probleme lösen können, die entstehen, wenn wir unsere Energieversorgung diversifizieren wollen, die ja in der Übergangsphase auch noch fossile Ressourcen nutzt. Das ist eine Aufgabe, die eben umso einfacher zu bewältigen ist, umso mehr man die langfristige Perspektive gleichzeitig mit im Blick hat. Wahrscheinlich sind Kanada und Deutschland mit die ehrgeizigsten Länder, was den Kampf gegen den Klimawandel betrifft. Und deshalb ist eine solche Partnerschaft, eine enge Zusammenarbeit in all diesen Fragen sehr naheliegend. Wir jedenfalls werden uns jetzt erstmal Terminals zulegen an der Nordseeküste, die unsere Möglichkeiten der Versorgung verbessern, und langfristig werden diese Terminals genutzt werden für Wasserstoff. Ja, eine Anschlussfrage. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Deutschland auch kurzfristig ohne russische Energie auskommen könnte. Die Wirtschaft geht davon jetzt erstmal nicht aus. Ist Ihr Nein dazu, russische Energie, ein Bann darauf zu verhängen, ist das kategorisch, oder sehen Sie da, unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, dass man die Energiezufuhr nach Deutschland reduziert? Wir sind uns mit unseren Partnern, ganz besonders auch mit unseren transatlantischen Partnern, also Kanada und den USA, völlig einig, dass die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten Europas ganz anders ist als die Abhängigkeit etwa der USA oder Kanada. Die USA sind Exporteur von Gas und Öl zum Beispiel. Das kann man für Europa insgesamt nicht sagen. Und deshalb sind die Dinge, die getan werden können, auch unterschiedlich. Und alle wissen, dass wir kurzfristig Herausforderungen haben, die wir bewältigen müssen, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass die wirtschaftlichen Kooperationen in diesem Bereich, dass die wirtschaftlichen Beziehungen in diesem Bereich nicht mehr funktionieren, wie sie über viele Jahre und Jahrzehnte funktioniert haben. Und da gibt es viele technische Fragen zu lösen, die sich nicht mit einer mathematischen Modellrechnung ersetzen lassen. Das wissen alle Praktiker jedenfalls ganz genau. Trotzdem widmen wir uns diesem Thema, und was vielleicht für Sie eine gute und beruhigende Information ist, nicht erst seit kurzem. Ich habe schon im Dezember mit allen diskutiert, wir müssen uns auf die Situation vorbereiten, dass es kompliziert werden wird, und haben damit angefangen. Deshalb wissen wir aber auch genau, wie kompliziert es ist. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters Live service.